Derzeit geht es in den Medien viel um Konflikte, Aufrüstung und Misstrauen zwischen den USA, Russland und China. Viele Experten sprechen deshalb von einem neuen Kalten Krieg. Auch Politiker wie Frankreichs Präsident Emmanuel Macron warnen, wir dürfen nicht in einen neuen Kalten Krieg hineinschlittern. Und Chinas Staatschef Xi Jinping sagt, die Welt braucht keinen neuen Kalten Krieg. Doch woher kommt dieser Begriff überhaupt? Und wie begann der erste Kalte Krieg, der die Welt über 40 Jahre lang spaltete? In diesem Video erkläre ich dir, was der Kalte Krieg war, warum sich die USA und die Sowjetunion nach dem Zweiten Weltkrieg misstrauten und welche Parallelen es bis heute gibt. Das alles natürlich einfach erklärt. Los geht's! Kapitel 1: Die zwei Supermächte. Nach dem Zweiten Weltkrieg blieben nur zwei Staaten übrig, die wirklich globalen Einfluss hatten: die USA und die Sowjetunion. Beide gehörten zu den Siegern, vertraten jedoch völlig gegensätzliche politische und wirtschaftliche Systeme. Die USA standen für Demokratie, Kapitalismus und individuelle Freiheit. Die Sowjetunion stand für Kommunismus, Planwirtschaft und starke staatliche Kontrolle. Beide waren davon überzeugt, dass ihr System das Bessere sei und wollten ihre Ideologie, also Weltanschauung, weltweit verbreiten. Dafür setzten sie politischen Druck, wirtschaftliche Hilfe und militärische Stärke ein. Um den Westen vor dem Kommunismus zu schützen, gründeten die USA 1949 die NATO, ein Verteidigungsbündnis demokratischer Staaten. Als Reaktion darauf rief die Sowjetunion 1955 den Warschauer Pakt ins Leben, in dem sich sozialistische Staaten unter ihrer Führung zusammenschlossen. So entstanden zwei Machtblöcke: der Westblock unter Führung der USA und der Ostblock unter Führung der Sowjetunion. Zwischen diesen Blöcken entwickelte sich ein ständiger Wettkampf um Macht und Einfluss, der die gesamte Welt betraf. Dieser Konflikt wurde nicht nur militärisch, sondern vor allem wirtschaftlich ausgetragen. Die USA unterstützten mit dem Marshallplan den Wiederaufbau in Westeuropa und banden diese Länder an sich. Die Sowjetunion kontrollierte dagegen die Wirtschaft ihrer osteuropäischen Satellitenstaaten streng und bestimmte zentral, was produziert und gehandelt werden durfte. Die wirtschaftliche Hilfe und Abhängigkeit wurden zu wichtigen Waffen im globalen Machtkampf. Der Schriftsteller George Orwell prägte den Begriff Kalter Krieg. Kalt bedeutet, dass es keinen direkten Krieg zwischen den Supermächten gab. Stattdessen herrschten ständige Spannungen, Drohungen, Wettrüsten und Stellvertreterkriege. Also Konflikte, bei denen die Supermächte andere Länder kämpfen ließen. Der Kalte Krieg war jedoch ein Pulverfass, das jederzeit explodieren konnte. Kapitel 2: Deutschland, Mittelpunkt des Kalten Kriegs. 1949 wurde im Westen die Bundesrepublik Deutschland, kurz BRD, gegründet. Sie entwickelte sich zu einem demokratischen Staat mit Marktwirtschaft und band sich eng an die USA und Westeuropa. 1945 trat die BRD der NATO bei. Damit wurde sie Teil des westlichen Verteidigungsbündnisses. Im selben Jahr entstand im Osten die Deutsche Demokratische Republik, kurz DDR. Sie wurde ein sozialistischer Staat nach sowjetischem Vorbild, führte eine Planwirtschaft ein und wurde politisch von Moskau kontrolliert. Im selben Jahr, also 1955, trat auch die DDR dem Warschauer Pakt bei, dem Militärbündnis des Ostblocks. Damit wurde Deutschland zur Frontlinie zwischen Demokratie und Kommunismus. Die Grenze zwischen Ost und West verlief mitten durch Deutschland. Diese Grenze wurde als Eiserner Vorhang bezeichnet. Eine fast unüberwindbare Trennung zwischen zwei Weltanschauungen. Der Konflikt spitzte sich in Berlin zu, der ehemaligen Hauptstadt Deutschlands. Obwohl Berlin komplett in der DDR lag, wurde die Stadt geteilt. In Westberlin vom Westen unterstützt und Ostberlin die Hauptstadt der DDR. Westberlin war wie eine Insel des Westens im Osten. Hier standen sich amerikanische, britische, französische und sowjetische Soldaten direkt gegenüber. Am Grenzübergang Checkpoint Charlie standen Panzer der USA und der Sowjetunion 1961 nur wenige Meter voneinander entfernt. Der Kalte Krieg drohte hier beinahe heiß zu werden. Kapitel 3: Das Wettrüsten. Wahnsinn oder Strategie? Nach dem Zweiten Weltkrieg begannen die USA und die Sowjetunion einen gefährlichen Wettbewerb. Wer ist militärisch, technologisch und wirtschaftlich stärker? Dieser Wettkampf wurde zum Herzstück des Kalten Krieges und er fand vor allem über Waffen und Wissenschaft statt. In den 1950er und 1960er Jahren rüsteten beide Seiten massiv auf. Sie entwickelten tausende Atombomben, genug, um die Erde mehrfach zu zerstören. Dieses System nannte man Gleichgewicht des Schreckens, auf Englisch Mutual Assured Destruction. Die Logik war brutal, aber effektiv. Wenn eine Seite angreift, wird sie selbst vernichtet, also greift keiner an. Der Frieden sollte also durch Angst und Abschreckung gewährleistet bleiben.
Die USA hatte eine viel stärkere Wirtschaft als die Sowjetunion. Deshalb versuchten sie, die UdSSR in einen teuren Rüstungswettlauf zu zwingen. Die Strategie dahinter war also, wir rüsten schneller auf, als ihr mithalten könnt. Die Sowjetunion musste investieren, obwohl ihre Wirtschaft schwächelte. Das Wettrüsten wurde also so zu einer wirtschaftlichen Waffe. Der Kalte Krieg war nicht nur ein Kampf der Waffen, sondern auch ein Kampf der Wissenschaft und Symbolik. Zum Beispiel in der Raumfahrt, der Space Race. Die Sowjetunion legte vor, 1947 kam der erste Satellit ins All, der sogenannte Sputnik, und 1961 Juri Gagarin, der erste Mensch im All. Die USA reagierten mit dem Apollo-Programm. 1969 flog Neil Armstrong, der erste Mensch, auf den Mond. Das war ein gigantischer Prestigesieg für die USA. Die Mondlandung wurde live im Fernsehen von über 60 Millionen Menschen gesehen. Ein globales Medienereignis. Beide Systeme wollten zeigen, unser System bringt mehr Fortschritt, also mehr Impfprogramme, medizinische Versorgung, neue Technologien und bessere Bildungssysteme. Die USA behaupteten, Innovation entsteht durch Freiheit und Kapitalismus. Die Sowjetunion dagegen behauptete, Sozialismus fördert Wissenschaft im Dienste des Volkes. Die Forschung wurde politisch. Jede Entdeckung war ein Beispiel für die Überlegenheit. Der Kalte Krieg war auch ein Informationskrieg. Zeitungen, Filme, Radios, Plakate und später Fernsehen wurden gezielt eingesetzt, um Angst vor dem Gegner zu erzeugen. Die USA sprach von der kommunistischen Bedrohung und die Sowjetunion schürte Angst, indem sie behauptete, der Kapitalismus will euch versklaven. In den USA wurden verdächtige Künstler, Schauspieler oder Autoren auf schwarze Listen gesetzt. Und in der Sowjetunion wurde westliche Musik wie Rock'n'Roll zensiert. Manche Songs wurden sogar heimlich gehandelt. Das Wettrüsten war extrem riskant. Ein technischer Fehler oder ein Missverständnis hätte einen Atomkrieg auslösen können. 1983 zeigte ein sowjetisches Warnsystem US-Raketenangriff. Ein Offizier namens Stanislav Petrov vertraute seinem Bauchgefühl und meldete keinen Angriff. Er hatte recht, es war ein Fehlalarm. Er verhinderte vermutlich den Dritten Weltkrieg. Kapitel 4: Wie heiß wurde der Kalte Krieg wirklich? Der Kalte Krieg war kein klassischer Krieg mit direkten Schlachten zwischen den USA und der Sowjetunion. Aber er wurde auf der ganzen Welt ausgetragen, nur eben indirekt. Beide Supermächte wollten zeigen, unser politisches und wirtschaftliches System ist überlegen. Dafür kämpften sie nicht selbst gegeneinander, sondern versuchten andere Länder auf ihre Seite zu ziehen mit Geld, Waffen, Geheimdiensten oder politischen Bündnissen. Es gab sogenannte globale Einflusszonen. Die USA verbreitete ihren Einfluss vor allem in Westeuropa durch den Marshallplan und der NATO, in Lateinamerika, zum Beispiel in Chile und Kuba bis 1959 und Südostasien, zum Beispiel in Südkorea und Südvietnam. Die Sowjetunion baute ihren Einfluss aus in Osteuropa durch die sogenannten Satellitenstaaten, in Asien, zum Beispiel in China, Nordkorea und Vietnam, in Afrika, zum Beispiel in Angola und Äthiopien, und im Nahen Osten, wie zum Beispiel in Ägypten oder Afghanistan. Beide Seiten versprachen Hilfe, aber wollten in Wahrheit Kontrolle haben. Die USA und die UdSSR lieferten Waffen, Geld oder Soldaten, aber sie kämpften selten persönlich gegeneinander. Stattdessen ließen sie andere Länder für ihre Interessen kämpfen. Ein bekanntes Beispiel, was ihr vielleicht aus der Schule noch kennt oder kennenlernen werdet, ist der Koreakrieg von 1950 bis 1953. Dabei unterstützten die UdSSR und China Nordkorea und diese kämpften gegen Südkorea, welches von den USA und der UNO unterstützt wurde. Das Ergebnis war ein Waffenstillstand und Korea bleibt bis heute am 38. Breitengrad geteilt. Der Krieg endete nie offiziell und Nord- und Südkorea sind bis heute nur in einem Waffenstillstand. Als zweites Beispiel für so einen Stellvertreterkrieg ist der Vietnamkrieg von 1955 bis 1975. Dort kämpfte das kommunistische Nordvietnam mit der UdSSR und China gegen Südvietnam und die USA. Der Krieg dauerte fast 20 Jahre und forderte Millionen Tote und am Ende verloren die USA. In den USA gab es dazu Massendemonstrationen und viele Jugendliche verbrannten öffentlich ihre Einberufungsbefehle. Der gefährlichste Moment des Kalten Kriegs war die Kuba-Krise von 1962. Die Sowjetunion wollte Atomraketen auf Kuba stationieren, nur knapp 150 Kilometer von den USA entfernt. Die USA entdeckten die Raketen und forderten den sofortigen Abzug. 13 Tage lang stand die Welt am Rand eines Atomkriegs. Durch geheime Verhandlungen zogen beide Seiten ihre Raketen ab.
die Sowjetunion aus Kuba und die USA aus der Türkei. Ein einziger Fehlalarm hätte die Welt vernichtet. Weitere Brennpunkte waren zum Beispiel Afghanistan zwischen 1979 und 1989. Dort marschierte die Sowjetunion ein und die USA unterstützte afghanische Kämpfer. Der Krieg schwächte die Sowjetunion enorm. Dann in Lateinamerika, die USA stützten Regierungen, die zu sozialistisch waren, zum Beispiel in Chile 1973 und auch in Afrika. Dort unterstützte die Sowjetunion verschiedene Unabhängigkeitsbewegungen und die USA unterstützten die Gegenseite. Kapitel 5: Wie endete der Kalte Krieg? Nach Jahrzehnten voller Misstrauen, Wettrüsten und Angst merkten beide Supermächte in den 1970er Jahren, dass es nicht mehr so weitergehen kann. Ein Atomkrieg wäre das Ende für alle und das Wettrüsten wurde unbezahlbar. Deshalb begann eine Phase der Entspannungspolitik. Zum ersten Mal seit langem setzten sich die Supermächte wieder an einen Tisch. Sie unterzeichneten Abkommen zur Rüstungskontrolle und versuchten, Spannungen abzubauen. In Deutschland spielte Bundeskanzler Willy Brandt eine entscheidende Rolle. Sein Motto lautete: Wandel durch Annäherung, also Veränderung durch Kontakt, nicht durch Konfrontation. Er erkannte die DDR an, reiste nach Warschau und kniete dort 1970 am Mahnmal für die Opfer des Warschauer Ghettos nieder. Ein starkes Zeichen der Versöhnung. Willy Brandt erhielt dafür 1971 den Friedensnobelpreis für seine Ostpolitik. In den 1980er Jahren kam schließlich Bewegung in die festgefahrene Weltpolitik. Der sowjetische Staatschef Michail Gorbatschow führte tiefgreifende Reformen ein. Zum einen Glasnost, das heißt Offenheit für mehr Meinungsfreiheit und Transparenz, und zum anderen Perestroika, das heißt Umbau für wirtschaftliche und politische Reformen. Gorbatschow wollte die Sowjetunion modernisieren und das Leben der Menschen verbessern. Doch diese Offenheit hatte Folgen. In vielen osteuropäischen Staaten begannen Menschen gegen die kommunistische Führung zu protestieren. Die Kontrolle der Sowjetunion über Osteuropa begann zu bröckeln. 1989 war das Jahr der Revolutionen in Osteuropa. In Polen, Ungarn und der Tschechoslowakei stürzten friedliche Proteste kommunistische Regierungen. Auch in der DDR gingen tausende Menschen auf die Straße und riefen: Wir sind das Volk. Am 9. November 1989 fiel schließlich die Berliner Mauer. Durch eine Verkettung von Missverständnissen, Druck aus der Bevölkerung und politischer Unsicherheit. Menschen aus Ost und West feierten gemeinsam auf der Berliner Mauer. Ein historischer Moment der Freude und Freiheit. Der Mauerfall wurde live im Fernsehen übertragen. Millionen von Menschen weltweit sahen, wie sich die Grenzen öffneten, die jahrzehntelang undenkbar waren. Nach dem Mauerfall lösten sich die übrigen kommunistischen Regierungen in Osteuropa auf. Und 1991 zerfiel schließlich auch die Sowjetunion. Die einzige Supermacht bestand nun aus 15 unabhängigen Staaten, darunter Russland, die Ukraine und die baltischen Länder. Damit war der Kalte Krieg nach mehr als 40 Jahren endgültig vorbei. Die USA blieben als einzige Supermacht übrig. Viele sprachen nun vom Beginn einer neuen Weltordnung. Fassen wir am Ende die Frage, was war der Kalte Krieg, noch einmal zusammen. Nach 1945 standen sich zwei Supermächte gegenüber. Die USA mit Demokratie und die Sowjetunion mit dem Kommunismus. Beide wollten ihre Ideologie, also Weltanschauung, weltweit verbreiten. Dabei kam es zur Teilung Europas und die BRD und DDR entstanden als gegensätzliche Staaten. Der Kalte Krieg war kein direkter Krieg, sondern ein weltweiter Machtkampf mit Wettrüsten, Propaganda und Stellvertreterkriegen. Höhepunkte waren die Berliner Krise, Korea- und Vietnamkrieg, die Kuba-Krise und der sogenannte Space Race, also das Wettrüsten im All. Das Ende des Kalten Krieges wurde mit dem Fall der Berliner Mauer 1989 und dem Zerfall der Sowjetunion 1991 endgültig besiegelt. Heute gibt es wieder Spannungen zwischen USA, Russland und China. Und manche Menschen sprechen von einem neuen Kalten Krieg. Glaubst du, dass es heute wieder einen neuen Kalten Krieg gibt? Schreib's gerne in die Kommentare. Und wenn dir das Video gefallen hat, folge meinem Kanal Schulwissen to go, damit du keine spannenden und prüfungsrelevanten Geschichte-Themen mehr verpasst. Bis bald, dein Herr Müller.